Hey, ich bin Patrick und gerade dabei, den Pazifik zu übersegeln, auf diesem Katamaran. Die gesamte Reise werde ich als Erinnerung hier auf meinem YouTube-Kanal festhalten und in mehreren Folgen hochladen. Wenn ihr auf das Abenteuer gespannt seid und meine Lernkurve als angehender Videograf miterleben möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge der Anreise von Guatemala nach Panama aufs Boot. So, hallo, ich bin gerade noch in Guatemala. Wir haben uns hier am See Atitlan für einen Monat ein Haus mit ein paar Freunden gemietet, wo wir eigentlich mainly gearbeitet haben, bevor wir jetzt eben nach Panama gehen. Und ja, sind jetzt gerade noch dabei, die letzten Sachen zusammenzupacken. Und dann gleich geht es aber auch schon los Richtung Panama. Okay, es ist soweit, wir haben alles dabei. Ups, Rucksack, Koffer. Wir verlassen jetzt unser Haus in Guatemala. Mit einer halben Stunde Verspätung, später als gedacht, aber wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, bevor unser Shuttle fährt. Wir nehmen jetzt einen Tuk-Tuk und dann gehen wir ins Shuttle und dann gehen wir zum Flughafen. Die Fahrt mit dem Flughafen-Shuttle war richtig schön. Der Weg ging durch eine wunderschöne Berglandschaft. Nach einiger Zeit wurde ich aber echt müde und war dann froh, als wir endlich angekommen sind. Okay, ich habe voll vergessen zu filmen, aber wir sind jetzt im Aeropuerto Guatemala City. Jetzt müssen wir auf unseren Flug warten. Ja. So, wir sind jetzt hier am Flughafen Guatemala City und haben jetzt den ersten Trip geschafft von 4 oder so, keine Ahnung. Die erste Busreise, jetzt geht's nach 3 Stunden warten, ich glaube wir haben 3 Stunden noch, weiter nach Costa Rica. Von da aus nehmen wir dann den Bus zur Grenze nach Panama und müssen dann 1 bis 2 Kilometer zu Fuß laufen über die Grenze, über so eine Brücke, habe ich irgendwo online gelesen. Bin ich mal sehr gespannt und von da aus holen uns dann ein anderer Bus ab, der uns bis zum Wasser fährt. Und dann nehmen wir ein Boot rüber auf die Insel Colón in Bocas del Toro. Und dann sind wir da. Und ich hoffe, das funktioniert alles. Bisher ist echt alles super. Wir haben hier eine super angenehme Area gefunden, wo wir jetzt warten können. Jetzt ist Bananenbrot, das wir extra noch gebacken haben. Oder Jette extra noch gebacken hat. Und ja, dann lassen wir jetzt mal irgendwie die Zeit vergehen. Dann war Boarding und wir sind in den Flieger. Der Flug war zwar nur kurz, aber trotzdem konnten wir echt gut entspannen. Nach ca. 2 Stunden sind wir dann in Costa Rica gelandet, wo wir jetzt auf unser nächstes Shuttle warten. Costa Rica, Costa Rica. Kannst du das mal eingeben, bitte? Kleiner Plot-Twist. Wir sind in einem American Diner. Mit originalen Plastik, Gläsern und Soda. Sirup. Oh ja, und es gibt fast nur Sachen mit Fleisch. Ich habe jetzt einfach mal Pommes bestellt, weil ich kein Fleisch esse. Aber ja, und wir verbringen jetzt mal, also wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 2 Uhr nachts oder so? 2:30 Uhr und das hat zum Glück 24/7 offen. Es war auf jeden Fall ein Abenteuer, hierher zu kommen. Yes. Wir sind einfach am Flughafen und es sieht einfach so krank aus. Ich habe irgendwie mich in dieses Land verliebt, obwohl ich fast noch nichts gesehen habe. Aber ich möchte wieder. Oh. Okay, wir sind einen Stop weiter.
Und zwar sind wir jetzt auf irgendeiner Pausestelle. Wir sind im Hotel Banana Hotel. Im Hotel Banana Hotel, direkt am Strand von Costa Rica und es ist unglaublich schön hier, es ist richtig krass. Aber ja, wir warten jetzt bis 12 Uhr, es sind noch ungefähr 1,5 Stunden auf unseren nächsten Transferbus, der uns dann bis zur Grenze nach Panama bringt. Gleich. Aber jetzt ist Und dann von Panama aus kriegen wir noch ein zweites Shuttle, das uns dann bis zum Hafen bringt und von da aus kriegen wir dann noch ein Boot. Das ist alles organisiert und ich finde das gerade so entspannt, dass es organisiert ist, weil ich bin einfach nur müde und es läuft wirklich 1A. Wir kriegen jetzt hier, glaube ich, noch einen kostenlosen Wrap. Und ja, ein bisschen. Und ja, hier links sind so Tiere im Wasser. Kann man so, also hier, wenn man das mal sieht, da sieht man eine Schildkröte. Hallo. Mehrere Fische sind da drüben auch. Die armen Tiere, oder? Kann man unter Wasser filmen? Soll ich mal unter Wasser filmen? Nein, nicht die Tiere stören. Dann ging es mit dem nächsten Shuttle weiter bis zur Grenze, wo wir dann gemeinsam mit einem Guide über die besagte Brücke gelaufen sind, unseren Einreisestempel für Panama bekommen haben und dann mit dem nächsten Shuttle weiter vorbei an einigen Chiquita-Plantagen und auch Containern gefahren sind und dann endlich auf ein kleines Schnellboot Richtung Bocas del Toro gestiegen sind. Und dann waren wir endlich da, auf der Insel Colón in Bocas del Toro, wo wir in 2 Tagen aufs Boot gehen werden. Wir haben uns noch für 2 Tage im Selina Hostel eingebucht, da wir noch ein paar Kundentermine hatten und auch noch ein paar Projekte finalisieren mussten. Das Selina hat nämlich einen einigermaßen guten Coworking Space mit schnellem WLAN, in dem wir echt viel Zeit verbracht haben, Tag und Nacht. Und dann war es soweit. Wir segeln! Wir sind auf dem Boot. Das Video ist tatsächlich schon eine Woche nach unserem Einzug entstanden. Wir wollten die erste Woche nutzen, um uns erstmal an das neue Umfeld zu gewöhnen und als Crew besser kennenzulernen. In der Zeit haben wir uns aber schon mal die Über- und Unterwasserwelt von Bocas del Toro etwas genauer angeschaut. Hier im Hintergrund seht ihr schon mal ein paar Bilder. Wir haben echt viel erlebt und haben uns eine echt schöne Zeit gemacht. Nachdem wir dann in Bocas del Toro das Boot nochmal aufproviantiert haben, sind wir dann losgesegelt Richtung Colón, wo der Anfang vom Panama-Kanal ist. Auf dem Weg dahin waren aber noch 2 schöne Inseln, die wir uns nochmal genauer anschauen wollten. Und weil in den letzten Tagen in Bocas del Toro so viele Kreuzfahrtschiffe angelegt haben, ist unser Boot so schwarz geworden, dass Anja und Jette erstmal das Boot geputzt haben. Anja, du machst es nicht Profi bei diesen Wellen, du. Das ist unglaublich. Ja. An unserem ersten Segeltag war das Wetter dann so schlecht und die Welle so komisch, dass mir tatsächlich ein bisschen komisch geworden ist, aber nach ein paar Stunden und viel Trinken hatte ich mich dann auch dran gewöhnt und alles war wieder gut.
Unser erstes Ziel war Sapatia, eine wunderschöne Tropeninsel auf dem Weg nach Colón. Aber leider war das Wetter so schlecht, dass man auch unter Wasser nichts gesehen hat und deswegen sind wir am nächsten Morgen mit etwas besserem Wetter direkt weiter gesegelt zur nächsten Insel. Und nach einem halben Tag Segeln war sie dann endlich da. Escudo, die nächste, noch schönere Tropeninsel. Guten Morgen, wir probieren es einfach mal, ob es mit dem Wind geht. Aber ja, die Pläne haben sich ein bisschen geändert. Wir wollten eigentlich hier in dieser traumhaften Insel nochmal einen Tag verbringen und hier nochmal ein bisschen die Korallenriffe ausprobieren. Leider ist der Wind komplett entgegen der Vorhersage gedreht heute Nacht und kommt jetzt genau von offenem Meer. Und mit den Wellen ist es auch echt scheiße zu schnorcheln. Abgesehen davon, dass du wegen dem aufgewühlten Meer dann auch gar nichts siehst. Das heißt, wir verabschieden uns heute schon von der Insel und machen uns heute schon mal auf Richtung Colón, Anfang des Panama-Kanals, wo wir dann quasi darauf warten, dass wir durch können. Und ziehen gleich den Anker hoch und haben dann heute eine 20 Stunden Segeletappe vor uns. Das heißt, wir machen auch die ersten Nachtschichten heute mal. Bin ich mal sehr gespannt. Aber ja, nicht so schlimm. Wir haben schon ein paar Riffe gesehen in der letzten Woche, wo wir uns so ein bisschen eingelebt haben. Hier sind wir schon ein bisschen oben bei wie heißt es nochmal, Isla Colón, nicht Colón, ein bisschen rumgetaucht und haben schon ein paar Riffe gesehen. Das war schon ziemlich cool. Und ja, ich habe Bock heute auf Segeln. Wir haben genug Wind. Wir sollten gut durchkommen. 15 Knoten Wind sind es gerade. Wir hoffen, dass der Wind nicht stirbt heute Nachmittag. Aber ansonsten dürfte das dann heute nach Colón gehen. Also hieß es Wäsche abhängen, Anker klar machen, Anker nach oben und ab nach Colón. Anker ist oben, weiter geht's. Nach einem richtig leckeren Frühstück mit selbstgebackenem Brot und frischen Früchten ging es dann weiter. Und man sieht schon am Wetter, dass der Tag etwas anders wurde als geplant. Generell hat in Panama nie der Wetterbericht gestimmt und wir sind in richtig ungemütliches Wetter reingekommen, sind aber froh, dass wir an dem Tag noch los sind, weil die nächsten Tage ist das Wetter tatsächlich noch schlechter gewesen. Und dann ging es entspannt um meine allererste Nachtschicht. Und ich sage euch so viel, so ruhig wie es jetzt noch aussieht, war es die ganze Nacht leider nicht. Guck mal. Guten Morgen, wir sind in Colón angekommen. Wir hatten auf dem Weg hierher noch eine echt unruhige Nacht. War sehr spannend, war das erste Mal für mich Nachtsegeln. Aber wir hatten teilweise Windböen bis zu 35 Knoten, immer wieder Squalls, die du nicht gesehen hast, weil es halt Nacht war. Hatten dazu noch eine unruhige See bis 2 Meter Welle, die wieder von Atlantik kam, dann die neue Welle vom Wind. Mussten dann irgendwann im zweiten Reff fahren und hatten trotzdem noch 10 Knoten drauf im Maximalspeed. War schon heftig, aber war auch mal schön jetzt zu spüren, was dieses Boot hier alles drauf hat und das alles jetzt mal zu erfahren. Aber wir sind angekommen, wir haben dann nachts gegen 1 Uhr waren wir dann hier, haben wir geankert und hatten dann eine relativ ruhige Nacht. Und ja, kümmern uns jetzt gerade darum, dass wir jetzt einen Termin bekommen für die Durchfahrt durch den Panama-Kanal, weil wir auf die Pazifikseite wollen, wo es dann losgeht, wo wir dann unsere große Tour starten, wo wir dann zuerst eben zu den Pearl Islands gehen, danach nach Galapagos, danach auf die Osterinseln und dann noch ein paar kleine Atolle und Inseln abklappern, bis wir in Französisch-Polynesien ankommen. Und das wird wirklich einfach ein Traum sein. Ich kann mir das alles noch gar nicht vorstellen.
Aber ja, genau. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir einen Termin bekommen, wie gesagt. Und ja, mehr dazu und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, dann bis zum nächsten Mal.